Auch wenn Elvis Presley 1977 verstorben ist, gibt es immer noch Geheimnisse um sein Anwesen Graceland, von denen einige erst jetzt ans Licht kommen. Wir sprechen von persönlichen Gegenständen, die noch nie zuvor gesehen wurden, von seltsamen Dokumenten und von Dingen, von deren Existenz bis vor kurzem selbst enge Familienmitglieder nichts wussten. Was wurde darin entdeckt? Sagen wir einfach, dass selbst eingefleischte Elvis-Fans überrascht waren. Möchten Sie das Geheimnis bewahren oder würden Sie die Privaträume von Elvis Presley betreten, die seit 1977 nicht mehr geöffnet wurden? Kommentar 0 zum Schutz des Unbekannten. Kommentar 1 zur Erforschung. Werfen wir einen genaueren Blick auf das, was im Nachlass von Elvis Presley entdeckt wurde, und sehen wir uns an, warum es die Fans weltweit in Atem hält. Wer war Elvis Presley im wirklichen Leben? Der Aufstieg eines Monarchen. Elvis, Aaron Presley, der Sohn von Vernon Presley und Gladys Love, wurde am 8. Januar 1935 in Tupelo, Mississippi, geboren. 35 Minuten zuvor war sein eineiiger Zwillingsbruder Jesse Guerin tot geboren worden. Er war das einzige Kind des Paares. In seiner Kindheit hatte er eine enge Bindung zu seiner Mutter und betrachtete Elvis als einen der wichtigsten Menschen in seinem Leben. Die Gospelmusik, die später Elvis Presleys Musikstil prägen sollte, lernte er bereits als Jugendlicher kennen. In einer Assembly of God-Kirche nahmen die Presleys an Anbetungsstunden teil. Elvis Presley hatte keine besonders glanzvolle Erziehung. Sein Vater Vernon schuftete für die Familie in verschiedenen Berufen, aber sie waren nie in der Lage, ihre Rechnungen zu bezahlen. Das Haus, in dem die Familie wohnte, wurde Vernon weggenommen, nachdem er 1938 wegen tschechischer Urkundenfälschung für 8 Monate inhaftiert worden war. Trotz allem, was geschah, hatte Elvis großes Interesse an der Musik. Als er im September 1941 auf die East Tupelo Consolidated School kam, hielten ihn seine Lehrer für einen mittelmäßigen Schüler. Am 3. Oktober 1945 nahm er an einem Gesangswettbewerb auf der Mississippi-Alabama Fair and Dairy Show teil, bei dem er noch nie vor einem Publikum aufgetreten war. Als er 11 Jahre alt war, sang er das Lied Old Shep, und er erinnerte sich später, dass er den 6. Platz belegte. Er hatte gehofft, in diesem Jahr ein Fahrrad zum Geburtstag zu bekommen, und war sehr enttäuscht, als er stattdessen seine erste Gitarre bekam. Elvis erhielt die grundlegendste Ausbildung von seinen Onkeln und dem Pastor seiner Kirche, aber den größten Teil seiner Lektionen lernte er durch das Beobachten anderer Künstler und durch Selbststudium. Später erinnerte er sich: Ich nahm die Gitarre, schaute Leuten zu und lernte ein bisschen zu spielen, aber ich würde nie selbst vor Publikum auftreten. Im Jahr 1946 besuchte er die Milam Junior High School, wo er begann, Gitarre zu spielen und für die Schüler zu singen. Er beteuert, dass ihn dieser Umstand ziemlich schüchtern gemacht habe. Einige andere unterstützten ihn jedoch nicht. Seine Mitschüler machten sich über sein Aussehen lustig und bezeichneten ihn wegen seiner Musik als Hinterwäldler. Auch wegen seines Aussehens machten sie sich über ihn lustig. Elvis war jedoch ein begeisterter Musikliebhaber, der sich häufig Mississippi Slims Radioshow und andere Musikveranstaltungen anhörte. Slim, dessen jüngerer Bruder in dieselbe Klasse wie Elvis ging, drängte den Jungen, Gitarrenunterricht zu nehmen, nachdem er bemerkt hatte, wie begeistert er das Instrument spielte. Elvis sollte 2-mal im Fernsehen auftreten, als er gerade 12 Jahre alt war. Bei seinem ersten Auftritt war Elvis zu schüchtern, um zu singen, aber als er seinen zweiten Auftritt hatte, hatte er sein Lampenfieber überwunden. Als Elvis 13 Jahre alt war, im November 1948, zog seine Familie nach Memphis, Tennessee, in der Hoffnung auf bessere Arbeitsmöglichkeiten. Er besuchte die L.C. für seine Highschool-Ausbildung, Humes, in der er jedoch keine besonders guten schulischen Leistungen erbrachte. Als Elvis Presley in der 8. Klasse eine 3 in Musik bekam, rebellierte er gegen seinen Lehrer, indem er seine Gitarre mit in den Unterricht brachte und Keep Them Cold Icy Fingers Off Me spielte. Sein Lehrer hatte gesagt, dass er kein guter Sänger sei. Als Elvis die Highschool erreichte, hatte er sich bereits einen Namen gemacht. Vor allem, weil er ein gut aussehender Kerl war. Er ließ seine Koteletten nachwachsen und sein Haar war so gestylt, dass es an die Musiker erinnerte, die er hörte. Die farbenfrohen Kleidungsstücke,
die bei Lansky Brothers verkauft wurden, fielen ihm sofort ins Auge. Und er besuchte oft die Beale Street, die als Zentrum der Blueskultur von Memphis gilt. In seinem letzten Jahr an der Highschool begann er, sie zu tragen, um sich auszudrücken. Im Rahmen des jährlichen Talentwettbewerbs der Humes High School im Jahr 1953 sang Elvis Presley den Song Till I Waltz Again With You. Pa. Das war ein Wendepunkt in seiner Entwicklung. Ich hatte nicht viel Zuneigung in der Schule. Die einzige Klasse, in der ich je durchgefallen bin, war Musik, soweit ich mich erinnern kann. Außerdem wurde ich in diese Talentshow aufgenommen. Ich konnte hören, wie die Leute murrten und sich unterhielten, als ich auf die Bühne trat, da niemand wusste, dass ich sang. Es war erstaunlich, wie gut ich nach dieser Zeit in der Schule angesehen wurde, sagte er nach dem Vorfall. Elvis konnte nach dem Gehör spielen und verbrachte viele Stunden in Plattenläden, um sich Country, Gospel und Rhythm and Blues Songs anzuhören, obwohl er nie gelernt hatte, Noten zu lesen. Sein Interesse an der Musik wurde besonders von Künstlern wie dem Gospelsänger Jake Hess, Hank Snow und Roy Acuff beeinflusst. Die Bedeutung seiner Verbindung zur afroamerikanischen Musik kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Einer der Sender, die er häufig hörte, war WDIA, ein Radiosender aus Memphis, der die damals sogenannten Race Recordings spielte. So konnte er die Klänge von Blueskünstlern wie B. King in den Jahren, bevor er bekannt wurde. Er traf King, Arthur Crudup und Rufus Thomas in der Beale Street. Danach sagte King, ich war zu dieser Zeit mit Elvis ziemlich vertraut. Ich war ihm recht häufig begegnet, vor allem in seiner Anfangszeit. Als Elvis im Juni 1953 seinen Highschool-Abschluss machte, hatte er sich bereits entschieden. Jetzt sollte es Musik geben. Die legendäre Karriere. Im August 1953 ging der erst 18-jährige Elvis Presley in ein Aufnahmestudio in Memphis, um eine zweiseitige Acetat-CD auf eigene Faust aufzunehmen. Er verlangte $4 für die Aufnahme von My Happiness und That's When Your Heartaches Begin. Obwohl Elvis selbst sagte, er habe das Album als Geschenk für seine Mutter aufgenommen, glauben viele, dass er entdeckt werden wollte. Der Biograf Peter Guralnick sagte, dass Elvis das Sam Phillips Studio wählte, weil er berühmt werden wollte. Trotz des Misserfolgs des ersten Versuchs versuchte er es im Januar 1954 erneut und nahm 2 Songs auf, I'll Never Stand in Your Way und It Wouldn't Be the Same Without You. Die Türen wurden nicht geöffnet. Elvis bewarb sich bei einer lokalen Gesangsgruppe namens Songfellows, die ihn jedoch ablehnte. Außerdem wurde er von einem Memphis-Leader und Sänger namens Eddie Bond abgelehnt. Bond behauptete später, er habe Elvis geraten, dass er LKW-Fahrer werden solle, weil er nie ein erfolgreicher Sänger werden würde. Elvis hätte wegen dieser Ablehnung weinen können, aber er blieb hartnäckig. Zur gleichen Zeit suchte Sam Phillips nach jemandem, der die schwarze Musik durch Werbung populär machen konnte. Im Juni 1954 gab er Elvis die Chance, einen Song namens Without You aufzunehmen. Elvis scheiterte jedoch mit seinem Vorhaben, und Phillips war unbeeindruckt. Trotzdem war er von Elvis' Gesang begeistert und engagierte 2 lokale Musiker, den Bassisten Bill Black und den Gitarristen Scotty Moore, um ihn bei einer Aufnahmesession zu begleiten. Im Jahr 1954 trafen sie sich am 5. Juli im Sun Studio. Aber ihre Situation war nicht gut. Sie versuchten, mehrere Musikstücke zu veröffentlichen, aber sie scheiterten. Sie wollten den Tag beenden, da es schon spät war und Elvis gerade begonnen hatte, den Blues-Klassiker That's All Right von Arthur Crudup zu spielen. Er tanzte wild und sang ihn auf eine neue Art und Weise, während er spielte, mit viel Energie. Moore behauptete, dass Elvis nach einer Weile aus heiterem Himmel begann, dieses Lied zu singen, aufzuspringen und sich albern zu verhalten. Dann griff Bill zu seinem Bass und fing ebenfalls an, sich albern zu benehmen. Sam Phillips fing fast sofort an, seinen Auftritt zu filmen. Der Sound, nachdem er die ganze Zeit gesucht hatte, war da. 3 Tage nach dem Vorfall spielte Dewey Phillips, ein Disc-Jockey in Memphis, der nichts mit Sam zu tun hatte, That's All Right in seiner Red Hot and Blue Radio Show. Die Resonanz war wirklich großartig. Der Sender wurde mit Anrufen von glücklichen Zuhörern überschwemmt, von denen viele wissen wollten, ob Elvis Afroamerikaner war. Dewey fragte Elvis nach seinem Highschool-Abschluss, nachdem er ihn zu einem Interview im Radio eingeladen hatte. Dewey wusste,
dass Elvis' Weißsein aufgrund des Namens der Humes High School deutlich sichtbar sein würde. In den folgenden Tagen nahmen die drei einen weiteren Song auf, der Blue Moon of Kentucky hieß und von Bill Monroe geschrieben worden war. Sie fügten einen Slapback-Echo-Effekt hinzu, den Phillips entwickelt hatte, und gaben ihm eine lebendige und aufregende Performance. Dieser Effekt sollte später das Erkennungsmerkmal des Sun Sounds werden. That's All Right und Blue Moon of Kentucky sind auf einer Seite dieser Single enthalten, die als erste veröffentlicht wird. Elvis Presleys erster Live-Auftritt fand am 17. Juli 1954 im Bon Air Club in Memphis statt. An diesem Abend traten auch Bill Black und Scotty Moore auf. Im darauffolgenden Monat traten sie in der Overton Park Shell auf, wo Elvis Presleys beinwackelnder, halb im Takt, halb nervöser Auftritt die meist jungen Frauen im Publikum zum Ausrasten brachte. Moore erzählte, dass das Publikum ausflippte, wenn er sich vom Mikrofon entfernte und zittrig auftrat. Dies geschah während der instrumentalen Abschnitte des Auftritts. Im August verließen Moore und Black ihre frühere Band, um sich auf eine professionelle Vollzeitkarriere mit Elvis zu konzentrieren. Ungefähr zur gleichen Zeit willigte der DJ und Promoter Bob Neal ein, als ihr Manager zu fungieren. Sie waren in der Lage, bei ihren häufigen Auftritten im Eagles Nest Club in Memphis eine große Menge von Teenagern anzulocken. In einem späteren Kommentar wies Moore darauf hin, dass Elvis' Bühnenbewegungen zwar instinktiv waren, er aber bald herausfand, wie er die Aktionen, die die besten Reaktionen hervorriefen, akzentuieren konnte. Er hat das, was er beim ersten Mal gemacht hat, schnell weiterentwickelt, sobald er etwas getan hatte. Er war nicht bei allen beliebt, auch wenn er gerade erst bekannt geworden war. Am 2. Oktober 1954 trat Elvis Presley als Solokünstler in der Grand Ole Opry in Nashville auf. Eine Darbietung seines Songs Blue Moon of Kentucky, die ihnen angeboten wurde, stellte sie nicht zufrieden. Nach einer Weile wurde Sam Phillips vom Opry-Manager Jim Denny informiert, dass Elvis zwar kein schlechter Künstler sei, aber nicht in die Show passe. Das war entmutigend, aber es gab nichts, was ihn aufhalten konnte. Er hatte gerade erst angefangen, um es einfach auszudrücken. Elvis Presley begeisterte sich schon als kleines Kind für die Musik, und sein musikalischer Ansatz wurde vor allem von der Gospelmusik geprägt. Elvis Presleys Mutter, Gladys Presley, hat erzählt, wie Elvis im Alter von 2 Jahren während der Gottesdienste in der Assembly of God in Tupelo, Mississippi, von ihrem Schoß aus auf die Bühne lief. Er schaute die ganze Zeit auf den Chor und versuchte, mit ihnen im Einklang zu singen. Seine Liebe zur Gospelmusik vertiefte sich noch, als er älter wurde. Nachdem er nach Memphis gezogen war, gewöhnte er sich daran, zu den nächtlichen Gospelkonzerten zu gehen, die häufig im Ellis Auditorium stattfanden. Die Gruppe, die ihn am meisten beeindruckte, war das Statesman Quartet, dessen Leadsänger Jim Big Chief Wetherington dafür bekannt war, dass er beim Singen mit den Beinen wackelte. Bei seinen Konzerten schrien die Zuhörer, vor allem die Frauen, und fielen in Ohnmacht, so wie sie es bald bei Elvis selbst tun würden. Der Gospelsänger Jake Hess sagte im Nachhinein, dass, obwohl einige Pastoren von seinen Reisen nicht begeistert waren, Wetherington so weit ging, wie die Gospelmusik nur gehen konnte. Obwohl Elvis nie eine musikalische Ausbildung genossen hatte, besaß er ein erstaunliches Gedächtnis und wurde von vielen verschiedenen Musikrichtungen beeinflusst. Als er 1954 seine ersten Aufnahmen bei Sun Records machte, war er 19 Jahre alt und hatte bereits ein tiefes Verständnis für die musikalischen Traditionen sowohl weißer als auch afroamerikanischer Künstler entwickelt. Die Blues-Songwriter Jerry Lieber und Mike Stoller waren von Elvis' Kenntnis des Genres überrascht, als sie 1956 mit ihm zusammenarbeiteten. Elvis war von seinem umfassenden Wissen über den Blues verblüfft. Schließlich gab Stoller zu, dass wir nicht annähernd so viel wie er über Country- und Gospelmusik wussten. 1957 erklärte Elvis auf einer Pressekonferenz freudig, dass er fast alle religiösen Hymnen, die jemals geschrieben wurden, auswendig kannte. Seine Leidenschaft für die Gospelmusik schien nie zu erlöschen, und sie blieb während seiner gesamten Karriere ein wichtiger Teil seiner künstlerischen Identität. Es gab ein Haus, das zu einer Geschichte wurde. Im Jahr 1957 eroberte Elvis Presley die Welt. Er war bereits die bekannteste Figur der Musikindustrie, arbeitete an mehreren populären Songs mit und trat in Filmen auf. Sein steigender Ruhm und sein Reichtum machten es notwendig, dass er ein Haus kaufte,
in dem er mit seiner Familie allein sein und dennoch ihre Gesellschaft genießen konnte. Am 19. März 1957 fand er in Memphis, Tennessee, den perfekten Ort. Ein beeindruckendes Herrenhaus im Südstaatenstil auf einem 13,8 Hektar großen Grundstück in Memphis. Er zahlte $102.500 dafür, was zu jener Zeit eine enorme Summe darstellte. Graceland war der Name, den das Haus zu Ehren von Grace, der Tochter des ersten Besitzers, erhielt. Elvis war gerade 22 Jahre alt, als er einzog, und er verbrachte Jahre damit, das Haus ganz nach seinen Vorstellungen zu gestalten. Sein außergewöhnlicher Sinn für Stil zeigte sich in den opulenten Möbeln, den unverwechselbaren Designelementen und den persönlichen Akzenten, die er dem Raum verlieh. Das Dschungelzimmer ist Berichten zufolge eines der meistbesuchten Zimmer des Anwesens. Ursprünglich eine schlichte Höhle, verwandelte Elvis sie Mitte der 1970er Jahre in einen tropischen Dschungel, indem er sie mit polynesischen Möbeln, grünem Zottelteppich und sogar einem Felsenwasserfall dekorierte. Tatsächlich liebte Elvis diesen Ort so sehr, dass er ihn 1976 für die Aufnahme einiger seiner letzten Studiosongs nutzte. Ein weiterer, völlig isolierter Ort in Graceland ist der Meditationsgarten. Als er den Garten anlegte, wollte Elvis einen friedlichen Rückzugsort schaffen, an dem er sich entspannen und dem Chaos entfliehen konnte, das das Leben als berühmte Person mit sich bringt. Tragischerweise diente er auch als Ort seiner letzten Ruhestätte. Nach seinem Tod im Jahr 1977 wurde Elvis dort, zusammen mit seiner Großmutter Minnie Mae und seinen Eltern Vernon und Gladys beigesetzt. Heute wird der Garten jedes Jahr von Hunderten von Anhängern besucht, die ihrem Idol zu Ehren kommen. Im Laufe seines Bestehens war Graceland immer wieder Schauplatz von erstaunlichen Geschichten und Spekulationen. Die Tatsache, dass Elvis Presley nie abgereist ist eine, die sich hartnäckig hält. Viele andere, die Sichtungen von Elvis in Graceland als Beweis anführen, glauben, dass Elvis behauptet hat, er sei gestorben und dann viele Jahre nach 1977 verschwunden. Diesen Leuten zufolge hat sich Elvis selbst umgebracht. Einige haben behauptet, seine Seele in den Gängen des Anwesens umherwandern gesehen zu haben. Frühere Angestellte berichteten von bizarren Begegnungen. Wheezy, B. Bilder von Elvis auf seinem Klavier sitzend. Seltsame Geräusche und flackernde Lichter. Einige dieser Behauptungen wurden von seinen ehemaligen Angestellten aufgestellt. Lisa Marie Presley, das einzige Kind von Elvis Presley, war dafür bekannt, dass sie häufig über ihre enge Verbindung zu Graceland sprach. Graceland ist mit jährlich über 600.000 Besuchern das meistbesuchte Anwesen in den Vereinigten Staaten von Amerika. Das Haus ist in dem Zustand geblieben, in dem Elvis es verlassen hat, seit es 1982 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, einschließlich des seltsamen Fernsehzimmers, in dem er 3 Bildschirme gleichzeitig sah, und des strahlend weißen Wohnzimmers. Sogar seine Lieblingssandwiches mit Erdnussbutter und Bananen kann man immer noch in dem Café kaufen, das er oft besucht. Trotz aller Geheimnisse und des Aberglaubens, der Graceland umgibt, kann man eines mit voller Sicherheit sagen. Für Elvis war es mehr als nur ein Haus. Es bleibt ein Denkmal für das bemerkenswerte Leben und die Karriere, die er sein ganzes Leben lang verfolgte, und dient als sein perfektes Zuhause und sicherer Hafen. Ungelöste Rätsel, Gerüchte und Verschwörungen. Der unbestrittene König des Rock'n'Roll, Elvis Presley, ist seit seinem Tod im Jahr 1977 der Mittelpunkt vieler Intrigen und Mutmaßungen. Eine der hartnäckigsten Verschwörungstheorien besagt, dass Elvis Presley seinen eigenen Tod inszeniert hat und heute noch am Leben ist. Diese Idee gewann in den Tagen unmittelbar nach seinem Tod am 16. August 1977 an Bedeutung, da die offizielle Darstellung, Elvis habe im Alter von 42 Jahren einen Herzinfarkt erlitten, nicht überzeugte. Die offiziellen Versionen waren jedoch korrekt. Sie wiesen auf Unstimmigkeiten in den Autopsieergebnissen hin und auf die Tatsache, dass sein mittlerer Name auf seinem Grabstein fälschlicherweise als Aaron geschrieben wurde, obwohl es eigentlich Aaron war, was sein richtiger Name war. Aufgrund dieses Schreibfehlers dachten viele zunächst, dies sei ein Hinweis darauf, dass Elvis noch am Leben sei. In den folgenden 50 Jahren wurde Elvis mehrfach gesichtet. Am Tag nach seinem Tod, am 17. August 1977, wurde angeblich ein Mann, der Elvis zu sein schien,
am internationalen Flughafen von Memphis gesichtet. Eines der ersten Dinge, die passierten, war folgendes. Als er Hotelarrangements traf, benutzte er das Pseudonym John Burroughs, das die Person angab. Einwohner von Kalamazoo, Michigan, berichteten, dass sie Elvis in den späten 1980er Jahren in einem Burger King und an anderen Orten gesehen haben. Diese Sichtungen fanden überall in der Stadt statt. Die Weekly World News, eine Boulevardzeitung, trug zur Bildung dieses theoretischen Rahmens bei, indem sie eine Reihe von Geschichten veröffentlichte, in denen behauptet wurde, Elvis sei noch am Leben. Sie berichteten über andere angebliche Sichtungen und behaupteten sogar, Elvis habe seinen Tod inszeniert, um die Öffentlichkeit zu meiden. Diese Erzählungen haben jahrzehntelang Verschwörungstheorien aufrechterhalten, obwohl es keine wirklichen Beweise gibt, die sie stützen. Elvis Presleys berühmtes Haus in Memphis, Tennessee, Graceland, soll Schauplatz mehrerer seltsamer Geschichten und Ereignisse gewesen sein. Die Bewohner und Angestellten des Hauses haben von einer Vielzahl unerklärlicher Ereignisse und Erscheinungen berichtet. Wheezy, B. von seltsamen Geräuschen und der Sichtung eines Geistes, bei dem es sich um Elvis handeln soll. Aufgrund dieser Umstände haben sich viele Menschen gefragt, ob Elvis' Geist immer noch in Graceland lebt. Zusätzlich zu diesen gespenstischen Begegnungen gibt es seit langem eine Reihe von Gerüchten über geheime Gänge und Räume in Graceland. Viele Menschen glauben, dass Elvis geheime Räume im Inneren des Hauses gebaut hat, um sich zu schützen oder seine Einsamkeit zu bewahren. Diese Gerüchte haben zu der Mystik, der Graceland umgibt, beigetragen, obwohl sie ausschließlich auf Hörensagen beruhen und keine Beweise liefern. Die Entdeckung eines unter Graceland versteckten Tresors ist ein weiteres faszinierendes Element in den Geheimnissen um Elvis Presley. In den letzten Jahren sind Geschichten über einen Tresor aufgetaucht, der tief im Inneren des Anwesens versteckt, verschlossen und jahrzehntelang unbewohnt war. Der Inhalt des Tresors war Gegenstand verschiedener Theorien, die von Reichtum bis hin zu geheimen Aufnahmen und intimer Korrespondenz reichten. Die Enthüllung dieser Entdeckung hat ein neues Interesse an Elvis Presleys Leben und den möglichen Geheimnissen, die er verborgen hielt, geweckt. Außerdem gibt es Gerüchte über mysteriöse Briefe, die Elvis nach seinem Tod angeblich selbst geschrieben hat. Sollten diese Briefe authentisch sein, könnten sie Aufschluss über seine letzten Gedanken geben und die Theorie stützen, dass er sein eigenes Ableben inszeniert hat. Die Echtheit dieser Briefe ist jedoch nicht schlüssig bewiesen, und Experten lehnen sie oft als Fälschungen ab. Die letzten Jahre. Mitte der 1970er Jahre hatte sich Elvis' Gesundheitszustand deutlich verschlechtert. Sein Gewicht hatte sich erheblich verändert, und er wirkte bei seinen Auftritten häufig erschöpft und verwirrt. Nach Angaben seines Arztes, Dr. George Nichopoulos, der allgemein als Dr. George Nichopoulos bezeichnet wird, wurde Elvis eine Vielzahl von Medikamenten verschrieben, darunter Schmerzmittel, Aufputschmittel und Schlaftabletten. George Nichopoulos, besser bekannt unter dem Namen Dr. Nick genannt wird. Elvis Presleys Biografie mit dem Titel Der King und Dr. Nick trägt den Titel Was aus Elvis und mir wurde. Bei seiner Veröffentlichung im Jahr 2010 enthüllte Nichopoulos, dass er Elvis in den letzten Jahren seines Lebens mit einer großen Menge an verschreibungspflichtigen Medikamenten versorgt hatte. Zusätzlich zu seinem Drogenkonsum wurden Elvis' Probleme durch andere Faktoren verursacht. Er hatte viele Jahre lang Drogen konsumiert und sich schlecht ernährt, was zu einer Reihe von Gesundheitsproblemen führte, darunter ein vergrößerter Dickdarm, eine Lebererkrankung, Bluthochdruck und andere Krankheiten. Sein letztes Konzert fand am 26. Juni 1977 in der Market Square Arena in Indianapolis statt und wurde von vielen Zuschauern als sehr emotional und verstörend beschrieben. Obwohl seine Stimme noch kraftvoll war, wirkte er erschöpft und bewegte sich langsam. Seine Stimme war immer noch stark. Nach dem letzten Lied des Abends, Can't Help Falling in Love, wandte er sich an das Publikum und sagte, wir sehen uns wieder. Gott segne Sie. Adios. Der Auftritt wurde auf Video aufgezeichnet und Ausschnitte der Tournee wurden später in das Special Elvis in Concert aufgenommen, das im Oktober 1977 auf CBS ausgestrahlt wurde. Während der Zeit, in der Elvis Presley noch lebte, hielt er sich die meisten seiner letzten Wochen in Graceland auf. Tagsüber spielte er Racquetball, sah bis spät in die Nacht fern und las religiöse Bücher. Am Abend nahm er an jeder dieser Aktivitäten teil. Er fühlte sich nicht wohl
wie einige seiner engsten Freunde berichten, die ihre Besorgnis zum Ausdruck gebracht haben. Ginger Alden, die zu dieser Zeit mit Elvis verlobt war, schreibt in ihrer Biografie, dass er trotz der Tatsache, dass er erschöpft schien, immer noch über seine Zukunftspläne nachdachte, zu denen auch die Rückkehr in die Filmindustrie gehörte. Bevor er sich am 15. August 1977 zur Nachtruhe begab, gab Elvis Presley in den frühen Morgenstunden Gospelmusik zum Besten und spielte auf dem Klavier. Als Ginger Alden am Nachmittag des 16. August in Graceland eintraf, fand sie seine Leiche auf dem Boden der Toilette liegend. Er war schon seit einiger Zeit tot. Um 3:30 Uhr nachmittags wurde er im Baptist Memorial Hospital in Memphis, Tennessee, für tot erklärt, nachdem mehrere Wiederbelebungsversuche erfolglos geblieben waren. Obwohl spätere Tests ergaben, dass die Einnahme zusätzlicher verschreibungspflichtiger Medikamente eine wesentliche Rolle beim Tod spielte, wurde als offizielle Todesursache ein Herzinfarkt festgestellt. Bei der Trauerfeier für Elvis Presley, die am 18. August 1977 stattfand, versammelten sich Hunderte von Menschen auf den Straßen, um ihre Trauer auszudrücken und ihm ihre Ehre zu erweisen. Elvis Presley wurde nicht nur in Graceland beigesetzt, sondern Millionen von Anhängern aus allen Teilen der Welt besuchen nach wie vor sein Grab. Was wurde im Nachlass von Elvis Presley entdeckt? Graceland wurde von Elvis Presley im März 1957 gekauft, als er 22 Jahre alt war. Der Kaufpreis betrug $102.500, was zu jener Zeit eine beträchtliche Summe war. Die Tatsache, dass Elvis das Haus, das ursprünglich 10.266 Quadratmeter groß war, um mehr als 17.000 Quadratmeter erweiterte, zeugt von seinen eigenen Vorlieben und seinem Sinn für Design. Der Bau des heute berühmten Dschungelzimmers, das mit Möbeln mit polynesischen Motiven ausgestattet war eine der Renovierungen, die im gesamten Gebäude vorgenommen wurden. An diesem Ort wurden auch einige seiner letzten Songs aufgenommen. Die Tatsache, dass Graceland ein zweites Stockwerk hat, ist einer der faszinierendsten Aspekte des Anwesens. Elvis Presley verstarb am 16. August 1977 und seitdem ist dieser Ort, der sowohl sein Schlafzimmer als auch das Badezimmer, in dem er tragisch ums Leben kam, umfasst, für die Öffentlichkeit nicht zugänglich, um sicherzustellen, dass Elvis' Vermächtnis gewürdigt wird und dass die Räume, die zu seinem persönlichen Umfeld gehörten, mit der gleichen Sorgfalt behandelt werden, wurde beschlossen, dass dieser Bereich weiterhin vor der Öffentlichkeit verborgen bleiben soll. Alle Räume wurden bis ins kleinste Detail in dem Zustand belassen, in dem sie sich zuvor befanden. Und die einzigen Personen, denen der Zutritt gestattet wurde, sind Mitglieder der unmittelbaren Familie und vertrauenswürdige Mitarbeiter. In den letzten Jahren stand Graceland im Mittelpunkt zahlreicher Rechtsstreitigkeiten über die Eigentumsverhältnisse. Im Mai 2024 erhob Noseni Investments and Private Lending, LLC den Vorwurf, Lisa Marie Presley, die einzige Tochter von Elvis Presley, sei mit einem Darlehen in Verzug, das sie 2018 mit Graceland als Sicherheit aufgenommen hatte. Riley Keough, die Enkelin von Elvis Presley, erhob Einspruch gegen den Versuch des Unternehmens, die Immobilie zu versteigern, um die angeblichen Schulden zu begleichen. Sie sagte, dass die Darlehensunterlagen vor dem Verkauf gefälscht worden seien, wodurch die Zwangsversteigerung verhindert werden konnte. Keough gelang es, die Geschichte der Familie zu schützen, indem sie eine gerichtliche Verfügung in Tennessee erwirkte, die den Verkauf des Grundstücks vorübergehend blockierte. Im August 2024 wurde Lisa Janine Findley, die in Missouri geboren und aufgewachsen war, wegen des Versuchs, Graceland auf betrügerische Weise zu verkaufen, in Haft genommen. Bei dem Versuch, das Anwesen zu versteigern, verbreitete sie das Gerücht, Lisa Marie Presley habe das Anwesen als Sicherheit für eine Schuld benutzt, die sie nicht zurückgezahlt hatte. Der Vorwurf des Postbetrugs wurde gegen Findley erhoben, nachdem er sich schuldig bekannt hatte, einen Postbetrug begangen zu haben. Zwischen 1964 und 1974 wohnte Jerry Schilling, ein Mitglied der Memphis Mafia und einer der engsten Freunde von Elvis Presley. 10 Jahre lang in Graceland. Aufgrund der Nähe zu seiner Familie bezeichnete er das Haus als den sichersten und einladendsten Ort, an dem er je gelebt hatte. Er betonte den Sinn für Familie und Kameradschaft, der die Wände des Hauses durchdrang, das Privatleben von Elvis Presley, das sich abseits der Öffentlichkeit abspielte,
wird durch Schillings Erinnerungen offenbart, die aufschlussreiche Informationen bieten. Das Buch From Here to the Great Unknown, das von Lisa Marie Presley und ihrer Tochter Riley Keough geschrieben wurde, berichtet aus erster Hand über die Existenz von Graceland. Das Buch schildert Lisa Maries Kindheitserinnerungen an das Aufwachsen in dem Haus sowie ihre Interaktionen mit ihrem Vater und die Herausforderungen, die das Leben in einem so bekannten Haus mit sich brachte. Dank der persönlichen Einblicke, die wir bei diesen Treffen erhalten haben, wissen wir nun mehr über Elvis Presleys Anwesen und die Bemühungen seiner Familie, sein Erbe zu bewahren. Das Anwesen, das Elvis Presley Graceland nennt, ist mehr als nur ein herkömmliches Herrenhaus. Die Tatsache, dass seine Erinnerung Teil der Geschichte ist, stellt sicher, dass sie alle anderen Erinnerungen überdauern wird. In dem Moment, in dem Elvis 1957 Graceland kaufte, wurde es zu einer Erweiterung seiner Persönlichkeit, seines Sinns für Stil und seiner tiefen Liebe zu seiner Familie. Graceland wurde zu einer Erweiterung seiner Familie. Im Laufe der Jahrzehnte haben Historiker und Liebhaber viele faszinierende Geheimnisse um das Haus gelüftet. Das Rätsel um die verschlossene zweite Etage und die legendäre Dschungelkammer, in der er einige seiner letzten Songs aufnahm, sind nur zwei Beispiele für die vielen Details, die diese Informationen umfassen. Obwohl seit Elvis' Tod viel Zeit verstrichen ist und viele Jahre vergangen sind, steht Graceland immer noch im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Die Tatsache, dass die Geschichte des Anwesens durch Rechtsstreitigkeiten, unzutreffende Erklärungen und sogar Verschwörungstheorien durcheinandergewirbelt wurde, ist ein Beweis dafür, dass der Einfluss von Elvis während seiner gesamten Existenz ungebrochen ist. Die Mitglieder seiner Familie, insbesondere seine Enkelin Riley Keough, haben sich sehr bemüht, sein Erbe zu bewahren und zu schützen, trotz der Herausforderungen, die sich stellten. Dank ihrer Bemühungen ist Graceland heute ein Ort, an dem die Menschen etwas über die Vergangenheit erfahren und mit dem Mann interagieren können, der als der König des Rock'n'Roll gilt. Die Geschichte von Graceland ist eine persönliche Geschichte, die Geschichte eines jungen Mannes, der unglaublich berühmt wurde und dabei nie seine Wurzeln aus den Augen verlor. Trotz der Probleme und Spekulationen, die die Show mit sich bringt, ist dies richtig. Millionen von Fans besuchen heute jährlich Graceland und tragen dazu bei, das Erbe von Elvis zu bewahren. Ganz gleich, ob man sich von dem Geheimnis, der Musik oder dem Mann selbst angezogen fühlt, die Realität bleibt dieselbe. Graceland wird als Tribut an einen großen Menschen, dessen Einfluss ewig andauern wird, immer als das Haus in Erinnerung bleiben, das der Rock'n'Roll errichtete. Würden Sie sich wünschen, einen geheimen Song im Nachlass von Elvis Presley zu finden, einen Liebesbrief oder irgendetwas, das seine Geschichte völlig verändern könnte? Sagen Sie es uns im Kommentarbereich. Wenn Sie dieses Video toll fanden, drücken Sie bitte die Buttons Gefällt mir, abonnieren und benachrichtigen, denn hier entdecken wir die Legenden, die wir immer bewundern werden, und die Geschichten, die die Welt vergessen hat.